Hallihallo ihr Lieben, ihr schaut gerade das Behind the Scenes von Reboot Culture Staffel 3. Innerhalb dieses Formats bringen wir KünstlerInnen und Kulturinstitutionen zusammen. Gemeinsam machen wir das mit YouTube Music, Google Arts and Culture und der Initiative Musik. Heute befinde ich mich im Bode-Museum, wie ihr schon seht, in Berlin. Und wir haben Tua und 01099 für wunderbare Live-Sessions eingeladen und mit dabei. Und wie das Ganze hier so aussah, das seht ihr jetzt. Das ist eine neue Ära. Hör nicht mehr auf irgendjemand. Grüne Felder werden Sepia und der Himmel ist weit und blau. So, ich habe jetzt Paul Hofmann bei mir. Schön, dass Sie kurz Zeit haben. Stellen Sie sich doch vielleicht am Anfang einmal selber kurz vor. Mein Name ist Paul Hofmann. Ich bin der Leiter der Restaurierung hier im Bode-Museum und derzeit auch kommissarisch Sammlungsleiter für das Museum für Byzantinische Kunst und die Skulpturensammlung und Hausdirektor. Was sind denn so Ihre Aufgaben? Wie muss man sich das vorstellen? Viel zu viele E-Mails schreiben. Ja. Man kann viel zu wenig sich um die Kunst kümmern eigentlich, weil sehr viel zu organisieren ist. Was macht denn vielleicht für alle, die das Bode-Museum in Berlin noch gar nicht kennen oder noch nicht hier waren, so besonders? Es ist ein interessanter Bau. Als er 1904 eröffnet wurde, nannten die Berliner der Arsch von Berlin. Also dieser neobarocke Bau passte überhaupt nicht, war nicht zeitgeschmäcklerisch. Heute sieht man das ganz anders. Und natürlich sind die Sammlungen, gerade die Skulpturensammlung, ist nördlich der Alpen einmalig. Es gibt ja einfach immer das Klischee, dass Museen auch das Problem haben, junge Leute zu erreichen. Ist es für Sie auch ein Problem, junge Leute zu erreichen? Wir müssen versuchen, die gesamte, alle Altersgruppen im Auge zu behalten. Wir versuchen, Sprache zu modellieren. Und da treffen wir uns vielleicht ein Stück weit, weil es geht um Sprache, es geht um, wie hole ich jemand ab. Ja. Ne? Kannten Sie die KünstlerInnen, also Tua und 01099, die hier gespielt haben, dann selber vorher oder war das auch ganz neu für Sie? War neu. Meine Tochter ist 15 gestern geworden. Die kannte das natürlich. Ich habe mir gestern Abend ein paar Titel angehört und fand die von den Texten, ja, ich meine, das sind Dinge, was beschäftigt unsere Zeit und die Menschen heute und die Jugend. Vielen Dank, dass wir auch Teil sein durften als Projekt. Und ich bin gespannt auf die Live-Sessions, wie die jetzt am Ende geworden sind und auch, was Sie dazu sagen. Und vielen Dank, dass Sie bei mir waren. Ja. An denen es betrifft, lange nicht geredet und gesehen, wie du bist. Supermutant auf deinem letzten Profilbild. Was sind das für Freunde, Dicker? Resident Evil. Caps Lock Streit, wohin du auch gehst, stets. Weil die Welt dir nicht vernünftig aus dem Weg geht. Und ich bin mittlerweile auch einer von denen für dich. Ich weiß das, doch kein Hass. Ich glaub, du findest einen Platz, an dem du zufrieden bist, an dem du dich niederlässt, findest deinen Platz, an dem du geliebt wirst, liebst. So, ich habe jetzt Tua bei mir. Hi, schön, dass du da bist. Stell dich doch vielleicht für alle, die dich noch nicht kennen, mal kurz selber vor. Ich bin Tua. Ich mache schon seit, vielleicht sind es 25 Jahre oder so, mache ich Musik. Ich bin Teil der Band The Orsons und ich produziere, singe, schreibe, rappe mit anderen. Und das, was ich hier spiele, sind Sachen von meinem Solokram. Du warst ja jetzt ziemlich lange weg, solo, könnte man sagen. Jetzt kommen so langsam wieder neue Songs raus. Was hast du in der Zeit getrieben? Die letzten Monate war ich relativ viel im Studio und habe versucht, das alles hier fertig zu machen. Leicht wie der Wind, was auch immer du tust. Du nimmst, was du willst, denn das steht dir zu. Genau so, wie es gerade ist, ist gut. Genau so, wie es gerade ist, ist gut. Du hast heute 2 Songs mitgebracht, die wir mit dir aufgenommen haben. Erzähl doch vielleicht mal, welche. Das eine ist Weit und Blau, das ist die erste Single von dem Album. Die ist so ein bisschen wie ein Umriss über alles, was ich erzählen möchte. Für mich ist es so ein Gefühl von Freiheit. Man hat das Gefühl, man könnte alles sein. Und auch wenn es irgendwie eine kolossale Illusion ist, die dann irgendwann zu Bruche gehen muss bei jedem, finde ich das Gefühl geil und ich mag immer noch das Echo davon. Und das andere ist ein Song, der heißt Dein Platz und den habe ich fairerweise schon vor einer halben Ewigkeit geschrieben. Du hast gerade gesagt, du hast vor allen Dingen auch für Weit und Blau eine ganz neue Version irgendwie mitgebracht. Erzähl mal, wie kam es dazu? Wie hast du die so umgestellt? Ich mache immer so viele Versionen, bis ich auf den Punkt komme bei einem Song. Und das, was ihr jetzt hier hört, war so ein Abweg. Was sagst du, wie hat so diese ganze Location deine Performance hier beeinflusst? Oder nimmt es überhaupt Einfluss auf einen? Also ich finde es geil. Ich finde es irgendwie ein lustiger Clash aus so einem monumentalen Gebäude und weniger monumentaler Popmusik.
Auf jeden Fall. Ey, und ich bin gespannt auf das Endergebnis, du bestimmt auch. Vielen Dank, dass du dabei warst. Danke und, euch. Mal schauen, wie es mit 01099 dann später läuft. Oh, das wird geil. Ich merk, das tut mir gut. Und mach die Augen zu. Atzen kommen nachts raus, in den Straßen passiert sehr viel. Verlieren die Zeit aus den Augen beim Weiterziehen. In der S1 fährst du heim oder wachst du auf? Atzen kommen nachts raus, ja. So, ich habe jetzt 01099 bei mir. Schön, dass ihr da seid. Servus. Stellt euch doch gerne mal für alle, die euch noch nicht so kennen, vor. Also wir sind Gustav, Paul und Zachi und zusammen sind wir 01099. Zusammen sind wir die Power Rangers. Nee, wir sind Musiker aus Dresden. Wir haben irgendwann angefangen mit Mucke und sind Freunde, die jetzt auch Kollegen geworden sind, würde ich sagen. Klingt cringe, aber ist real. Bei euch ging diesen Sommer ja einiges. Ihr seid auf super vielen Festivals unterwegs und spielt eigentlich vor unfassbar vielen Menschen. Heute spielt ihr mal vor keinem, sondern nur vor Kameras. Wie fühlt sich das für euch an? Das wird eine interessante Geschichte so, weil sonst hat man immer so diese Resonanz dazu. Aber bei dem schönen Ambiente hier wird es, glaube ich, sehr, sehr nett. Wie habt ihr dann darauf reagiert, als wir quasi diese Anfrage gestellt haben, so ey, performt im Bodo-Museum, habt ihr da Bock drauf? Meine erste Reaktion war ungefähr so. Ungefähr so. Ich muss ehrlich sagen, als Leander, unser Manager, das vorgeschlagen hat, war ich so, lass direkt machen. Das war das eine coole Anfrage einfach. Wie geht ihr mit dem Hall um? Gibt es da schon Überlegungen? Wir müssen halt ein Saxophon aufzeichnen auch, deswegen bin ich mal gespannt. Paul spielt heute das Saxophon mit super Reverb, aber wird bestimmt cool. Wir haben ja auch In-Ears drin und da wird das natürlich total reduziert. Ja, ich denke, das wird schon passen. Ihr habt uns ja 2 Songs mitgebracht. Welche habt ihr dann mitgebracht und vielleicht wieso? Erzählt mal kurz. Also wir spielen VHS und S1. VHS, weil das ein Song vom Album ist und wir dazu noch kein Video gemacht haben und irgendwie Bock haben, den mal so live zu spielen. Dann haben wir noch S1 dabei. Das ist unsere neueste Single. Und ich würde sagen, die 2 Songs passen auch gut zusammen. Letzte Frage vielleicht noch so, Reboot Culture, oder so heißt das ganze Projekt. Wir versuchen damit Kulturinstitutionen und Künstler zusammenzubringen. Was haltet ihr so generell von der Idee? Wie steht ihr so dazu? Verständigung der verschiedenen Lager ist erstmal was Feines. Ja, also ich finde es schon spannend. Ich glaube, so die Musik, die wir machen, würde man jetzt nicht im ersten Moment hier so in so einer Location irgendwie vermuten. So. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und danke, dass ihr dabei seid. Ja, wir freuen uns. Der Himmel ist blau, die Straße gold, deine Augen färben sich rot und die Seele bunt. Steini kickt in meinem Kopf, raus in mein Loch. Und über uns fliegen Vögel herum, alles wie ein VHS. Manche werden so, manche bleiben echt, ey, alles wie ein VHS. Retrospektiv, unser Brüller wie, ey, alles wie ein VHS.